Dass dein Mitarbeiter jeden Abend gesund nach Hause kommt, das ist, glaube ich, der oberste Wunsch jedes Arbeitsschützers. Und heute habe ich jemand im Podcast zu Gast, der das richtig, richtig gut. Mein Gast lebt Arbeitssicherheit. Mein Gast ist Buchautor mehrerer Bücher, unter anderem Sag Ja zu Safety. Mein Gast lebt wirklich die Arbeitssicherheit. Er möchte, dass du und dein Mitarbeiter gesund nach Hause kommst. Und ich habe ihn persönlich auf der A&A im Jahr 2023 getroffen. Absolut dufter Typ. Lieber René Noel, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, danke, lieber Stefan. Ich freue mich dabei zu sein. Jetzt gehen wir doch gleich mal richtig in die Sache rein. Hast du schon mal einen schweren, vielleicht sogar tödlichen Arbeitsunfall erlebt? Viele haben das ja überhaupt, Gott sei Dank. Ja, ich bin ja jetzt 20 Jahre dabei im Arbeitsschutz und ich habe ja ein Kernthema, mit dem ich mich relativ stark spezialisiert habe. Das ist das Thema Lockout-Tagout oder vielleicht auch mal das, um das zu verdeutschen, Sicherung von Instandhaltungstätigkeiten. Und da sind mir viele solche Dinge begegnet. Es sind natürlich immer ein paar, die auch in Erinnerung bleiben. Also einige verblassen und andere, die bleiben einfach in Erinnerung, die dann auch vielleicht manchmal Bestandteil von Beispielen sind, wenn man was veranschaulicht. Und da waren tödliche, aber auch Menschen mit schweren Verletzungen dabei. Und es ist jedes Mal ein Drama. Und wenn man dann länger auch die Begleitung macht, ich selber habe persönlich keinen erlebt und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das nie erleben musste, dann ist das schon sehr beeindruckend, im Negativen natürlich auch beeindruckend, was alles passiert, was mit den Menschen drumherum passiert, was mit so einem Betrieb passiert. Und dann ist am Ende die Antwort, ja, habe ich erlebt, ja, aber zum Glück nie live. Also das muss ich vielleicht auch noch hinzufügen. Sei froh, kann ich dir nur sagen. Denn wenn dann auf einmal zum einen der Mitarbeiter da möglicherweise in die Maschine kommt, ähm, ja, und du bist jemand, du versuchst vorher unter anderem Schlösser zu verkaufen Ja, oder Schlösser auch. anzubieten. Genau. Denn das habe ich vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen, als ich selber in einem Unternehmen entsprechend war, dass da auf einmal ein Schloss an einer Tür oder an einem Käfig war. Und ich habe damals gefragt, worum geht's hier eigentlich? Und dann hieß es, solange dieses Schloss hier an dieser Tür ist, weiß ich, da ist noch ein Mitarbeiter da. Das gehört diesem Hm. und jenem Mitarbeiter. Und da bist du ja nun deutschlandweit, um nicht zu sagen im deutschsprachigen Raum, bis möglicherweise weltweit, einer der Experten. Ja, also ich habe ja ganz normal im Arbeitsschutz damals angefangen, auch im Verkauf. Viele wissen das ja nicht. Ich komme ja von einer anderen Sichtweise, einer anderen Seite des Arbeitsschutzes rein. Ich bin halt immer im Vertrieb gewesen im Bereich Arbeitsschutz, bin ich ja bis heute. Und diese Sichtweise ist halt eben eine andere Seite des Spiegels für die gleiche Mission. Und als ich in den Bereich der Instandhaltungssicherung eingestiegen bin, habe ich das getan bei einem amerikanischen Unternehmen, habe dann auch die Möglichkeit gehabt, Dinge in Amerika selber zu erleben und zu sehen. Und als ich zurückgekommen bin nach Europa, habe ich zwei Dinge festgestellt. Das ist ein Riesenthema, das brauchen wir unbedingt in Europa. Es gab es auch schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich das hier nach Europa gebracht hätte, aber was ich nach Europa gebracht habe, ist die Sichtweise, so wie die Amerikaner es machen, funktioniert es wahrscheinlich in Europa nicht. Dafür sind die Kulturen zu unterschiedlich. Ja, man spricht ja auch hier immer von einer Safety-Kultur, die existiert natürlich in anderen Ländern auch und die sind immer unterschiedlich geprägt. Und dann habe ich mich relativ intensiv mit diesem Thema also weiter beschäftigt. Das ist ja auch heute noch mein Steckenpferd, so wie du sagst. Und habe dann mehrere Dienstleistungsmodule entwickelt, weil ich verstanden habe, dass das ein Organisationsthema ist. Also das ist kein Produktthema, das braucht man. Ein Produkt, man braucht auch ein gutes Produkt und auch letztlich in irgendeiner Form, wenn man so will, in Anführungsstrichen das richtige Produkt. Aber vor allen Dingen braucht man eine Grundorganisation im Unternehmen. Ja, und da ist was ganz Interessantes passiert. Ich habe also nach relativ kurzer Zeit festgestellt, Moment, Organisation funktioniert eigentlich nur gut,
wenn es auch eine Kultur gibt, die dazu funktioniert. Also eine Unternehmenskultur, eine Sicherheitskultur im Sinne vom Verstehen. Also wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie reagieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie bringe ich diese Message überhaupt an die Menschen, dass die sagen, ja, okay, da kommt jetzt eine neue Sicherheitsmaßnahme. Jeder kennt das, ja. Viele Zuschauer werden es wahrscheinlich auch kennen. Gerade in den letzten 15, 20 Jahren sind unzählige Maßnahmen in deutschen Unternehmen eingeführt worden. Das muss jetzt nicht gut oder schlecht bewertet werden, sondern es ist einfach nur die schiere Menge, die passiert ist. Und jetzt kommt einer und der kann auch nicht mal Deutsch, also Lockout, Tagout, ja. Und jetzt sollen wir überall bunte Schlösser hinhängen. Wie verrückt sind wir eigentlich? So, und weil ich das eigentlich relativ schnell gespürt habe, dass das auch über den Produktweg und über den eigentlichen, sag ich mal, die Grundnachricht nicht funktioniert, ist das eben ein Thema geworden, dass Organisation und Kultur extrem stark verknüpft und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass Unternehmen, wenn sie dann in diesem Bereich investieren wollen, erst diesen Gedanken mit sich führen und später dann erst sag mal, in diese Riege der Produkte kommen. Ja, unabhängig davon, wo die das dann jetzt sich beschaffen oder wie sich das beschaffen, sondern erst verstehen, dass es einen ganz großen Schritt davor gibt. Ganz genau. Jetzt muss ich aber mal ganz provokativ fragen. Stichwort Safety Culture. Mhm. Äh, Manche Unternehmen sagen, wir haben doch gar keine Kultur, oder? Und du hast Oder immer hat eine nicht doch Kultur. jedes Unternehmen eine Kultur? Doch, doch. Jedes Unternehmen hat eine Kultur. Wir kennen ja alle das Bradley-Prinzip. Oder vielleicht für die, die es nicht kennen. Ja, das hat also verschiedene Stufen oder Ebenen. Ja, man spricht in aller Regel von 4. Und da gibt es halt eben einen Beginnerbereich, wenn man so will, und einen, wo man sehr fortgeschritten ist in einer Kultur. Und ähm, ich kann jetzt nicht, also das wäre jetzt auch vermessen, die deutsche Industrie in irgend einzuschätzen und zu sagen, die sind jetzt durchschnittlich da oder die sind da. Jedes Unternehmen hat einen anderen Ursprung, eine andere Historie Mhm. und die Kultur entwickelt sich nicht nur im Arbeitsschutz, eine Kultur entwickelt sich komplett im Unternehmen. Ja, ich habe jetzt gerade eben, bevor wir jetzt hier sprechen, ein Telefonat geführt mit einem relativ großen Unternehmen und dort hat mich auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit gefragt, hey René, sag doch mal, ja, mit dieser ganzen Kultursache hängt das zum Beispiel auch damit zusammen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten hatten, in der Vergangenheit ein Lotto-Konzept einzuführen. Sondern ich kann das natürlich nicht am Telefon beantworten, aber ich kann ihm die Frage beantworten, ob der Kulturfaktor einen Einfluss darauf hat, ob eine Arbeitsschutzmaßnahme gut oder schlecht angenommen wird. Und das ist definitiv der Fall. Das heißt also, du arbeitest an dieser Stelle auch ganz klar an der Kultur mit den Unternehmen. Und wenn du dann noch einen Werkzeugkoffer hast, möglicherweise von der Firma, die du vertrittst, oder möglicherweise auch von einem anderen Mitbewerber, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, also natürlich musst du auch was zeigen und was zum Anfassen haben in diesem Kontext. Also jetzt mal von Lockout Tagout gesprochen. Das mag in anderen Arbeitsschutzbereichen ähnlich sein, weil du kannst, wenn du gar nichts fühlst und gar nichts hast, es gibt viele Themen. Ja, also wenn wir über Arbeitsschutz sprechen, dann reden wir, wenn wir eine Maßnahme einführen, oft darüber, dass sich die Betroffenen innerlich beschweren und sagen, was soll ich noch alles machen? Wer hat die ganze Zeit oder wie viel Zeit muss ich dafür noch investieren, bevor ich arbeiten kann? Das ist so ein Ausdruck davon, das ist Skepsis, aber das ist natürlich vielleicht auch manchmal so ein kleines bisschen Widerstand. Und oftmals, und das ist meine Erfahrung, ich kann das ja jetzt nicht für alle sagen, aber das ist meine Erfahrung, ist dieser Widerstand und diese Skepsis am Anfang noch sehr leicht aufzulösen, wenn man mit den richtigen Mitteln kommuniziert, ich spreche immer von Mitnahme und Teilhabe. Ja, Mhm. das ist ein Grundsatz, wenn ich den durchgehend beherrsche, da gehören natürlich noch ein paar Sachen mehr dazu, aber ich verkürze es etwas, dann kann ich diese Skepsis und diesen Widerstand relativ schnell auch schon am Anfang abholen und habe höchstwahrscheinlich viel größere Erfolge dabei, meine Safety-Ziele, also die Ziele, die ich damit verbinde, im Bereich der Sicherheit, im Arbeitsschutz zu erhöhen, zu erreichen. Ja, und wenn ich gegen diese Widerstände arbeite, dann bauen sich auf der anderen Seite auch genau diese Widerstände ebenso auf. Und dann kommt immer mehr Reibung. Und wir wissen ja, durch Reibung entsteht Hitze. Ja, und dann knallt es vielleicht sogar irgendwann, was man ja nicht hoffen will. Aber dann wird es unglaublich schwer, diese guten Ideen, die guten Konzepte, die man sich überlegt hat, überhaupt ins Leben zu bringen. Mhm. Also mit deinem Angebot oder auch das deiner Kollegen, ich weiß, du arbeitest sehr gerne mit dem Stefan Bartel zusammen, der ja Mhm. auch zum Thema Safety Culture schon im Podcast war. Ihr
tut euren Teil dazu bei, dass es möglichst keine schwere. Genau. Also das klingt ja irgendwie total verrückt, ja, dass man sag ich mal, über das Hereinbringen einer Kultur oder dass man überhaupt generell erstmal erklärt, was ist eine Kultur, wie baut man sowas auf, wie verändert man das vielleicht auch, wenn man eine gewisse Art von Kultur schon etabliert hat, die muss jetzt dann vielleicht nicht unbedingt super laufen und jetzt möchte ich da was verändern. Und es klingt ja eigentlich verrückt, dass man irgendwie anfängt, über Kulturfragen zu sprechen und da irgendwelche Techniken und Methoden anfängt einzusetzen. Es geht jetzt gar nicht im Einzelnen darum, was man tut. Und am Ende ist es dadurch möglich, dass Menschen weniger oder gar nicht mehr verunfallen. Das ist ja erstmal, wenn man das von außen betrachtet und vor allen Dingen, wenn das jetzt mal an einen herangetragen wird, der ja von die betroffene Person ist, also der vielleicht einen Unfall haben könnte, der wird ja wahrscheinlich sagen, was stimmt denn mit denen nicht? Ja, die sollen mir einfach das richtige Zeug geben, damit, wenn was passiert, es nicht zu sehr wehtut. Und das ist eben eine Verquickung von vielen einzelnen Schritten. Man spricht davon, dass man, wenn man eine Safety-Kultur, also einen Wandel herbeiführt, wenn das dann neu ist oder eben auch nochmal geändert werden muss, zwischen 5 und 10 Jahren. Also es ist ein sehr langer Prozess, weil da ganz viel im Mindset verändert wird. Und irgendwo fängt man natürlich an. Und die Erfolge kommen ja auf dem Weg. Also ich höre das auch immer wieder, wenn das ist sehr äquivalent zum Lockout-Tagout. Ich habe ein Modell entwickelt, ich nenne das den Lotto Loop. Der korreliert mit dem Bradley-Prinzip. Und man kann im Grunde genommen sagen, wenn man in dieser Bradley-Kategorisierung irgendwo zwischen der Stufe 1 und am Beginn der Stufe 2 ist es fast nahezu unmöglich, ein vernünftiges Lotto-System aufzubauen, weil einfach da ist überhaupt kein Verständnis für so ein System vorhanden. Es geht nicht darum, dass die Leute nicht verstehen, dass die sich nicht verletzen wollen, sondern alles, was zu so einem System dazugehört, dafür ist das Grundverständnis im Unternehmen überhaupt noch gar nicht vorhanden. Und mit der Mhm. Mitte An der der Stelle können wir zweiten, mal ganz kurz ja, unterbrechen, gerne, denn viele gerne. kennen nicht unbedingt die Kategorien der Bradley-Kurve. An der Stelle sollten wir vielleicht nochmal sagen, gerade die Okay, ja, Ebene da hast du 1 und recht. Ebene 2, Ja, das sind im genau. Endeffekt die Unternehmen, wo ganz klar die Führungskraft sagt, hier geht's lang, und der Mitarbeiter sagt, ja, ja, genau, so machen wir es. Oder habe ich Ja, das falsch verstanden? ja, also man spricht eigentlich davon, die erste Kategorie, da ist das, wenn man über Unfallgeschehen nachdenkt, da ist das eher so ein Normalzustand, dass man sagt, ja, okay, Unfälle passieren, jeder muss noch ein bisschen auch drauf achten, auf sich selber achten, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und in der zweiten Stufe ändert man schon den Ansatz, dass man sagt, ja, also wir wollen weniger Unfälle, keine Unfälle. Es ist vielleicht in der Belegschaft noch nicht für jeden so greifbar, ja, vielleicht ist auch noch starker Zweifel und man versucht sehr stark über Regeln und verhaltensverändernde Maßnahmen dann diesen Erfolg zu erzielen. Und was jetzt eben entscheidend ist, wenn du in die dritte Stufe gehst, dann ist eigentlich schon die Erkenntnis da, ich tue das für mich und ich möchte auch nicht mich verletzen, ich möchte auch vor allem gar nicht erst sterben oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich schon ein verankerter Gedanke. Der Fehler passiert an der Schnittstelle zwischen der zweiten und dritten Stufe sehr häufig, dass das starke Reglementieren, dass das nicht zurückgenommen wird, damit die eigene Entfaltung stärker wachsen kann. Also die Eigenerkenntnis. Und das ist auch schwierig, das muss man ganz klar sagen. Also es ist für niemanden einfach, das zu verstehen, weil man das eine zieht und zurückfährt und das andere, sag ich mal, ein bisschen sich entwickeln lässt. Und an dieser Stelle scheitern viele Arbeitsschutzsysteme. Ja, wenn ich dann komplexere Dinge einführe, da will ich dann im Grunde genommen was sehr Gutes. Ich führe das aber immer noch mit diesem Regeldruck hinterher. Und der andere, der eigentlich schon sagt, ja, ich verstehe das, das ist okay, ich möchte das eigentlich auch machen, der fühlt sich nicht richtig abgeholt. Und das ist sehr komplex. Und da braucht man halt eben die richtige Unterstützung. Und wenn man das dann nur von der kulturellen Seite betrachtet, muss man sagen, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich helfe dir in diesem Kontext, in diesem Konflikt, die richtigen Dinge zu tun, damit du genau weißt, wann muss ich das eine tun, wann muss ich das andere tun und wo ändere ich meine Methoden, um die Selbstentfaltung, also die Selbsterkenntnis zu fördern. Mhm. Wie ist das, wenn vielleicht bist du auch schon in diese Situation reingekommen. Du kommst in ein Unternehmen rein und da hat es so einen Arbeitsunfall gegeben. Mhm. Wie ist das in diesem Moment eigentlich auch mit den Mitarbeitern? Stichwort Trauer im Unternehmen. Ist das überhaupt ein Thema? Also wie gesagt, wir kennen die eine Seite, wo ein Mitarbeiter in die Presse reingekommen ist und es war tödlich. Und der Mhm. Vorarbeiter meinte,
noch eine Viertelstunde, trinkt noch was und dann geht es wieder weiter. Ja, das ist schon sehr Dass hart dann, natürlich ja. ja alle Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter gekündigt haben, ist eine andere Frage. Was hast du Mhm. da erlebt und wie wichtig ist das? Ja, also wenn wir uns verändern als Menschen oder wenn sich ein Unternehmen verändert, dann ist das, und das zielt so ein bisschen auf dein Beispiel ab, das gibt grundsätzlich erstmal nur zwei Gründe. Ich nenne das die Komfortzone im Arbeitsschutz. Das eine ist der tödliche Unfall oder ein schwerer Unfall, dann verändert sich plötzlich was im Unternehmen. Ja, ich sage jetzt nicht, ob das viel, wenig oder, aber es verändert sich halt was. Und das zweite ist das Gesetz. So, es kommt ein neues Gesetz und dann werden irgendwelche Dinge verändert, die Mhm. dann wahrscheinlich den Schutz erhöhen. Und dieser dritte, der Königsweg, das ist die selbstgewählte Prävention. Das heißt, wir überlegen uns, wir wollen etwas machen, damit es nicht zum tödlichen Unfall kommt. Und das, was im Kontext dazu steht, ist eben, was ist eigentlich, wenn es passiert ist? Jetzt ist wirklich ein Unfall passiert, ob der nun tödlich ist oder ob da jemand sich wirklich schwer verletzt hat. Ich sage ja gar nicht, dass das irreversibel ist, sondern dass er natürlich irgendwann wieder gesund wird, aber dafür vielleicht einen sehr langen Weg benötigt. Mhm. Und in den vielen Jahren, wo ich eben auch indirekt betroffen war von vielen Unfällen, habe ich natürlich auch gelernt, wie Unternehmen damit umgehen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt halt Unternehmen, die kein Gespür dafür haben, wenig Empathie besitzen. Das ist auch hier wieder eine Kulturfrage, wie mit den Mitarbeitern und den Kolleginnen und Kollegen dieser Mitarbeiter umgegangen werden sollte. Vielleicht mit einer ganzen Abteilung. Und andere wiederum haben vielleicht gute Führungskräfte, die diese Empathie schon von Natur aus mitbringen. Also das sind vielleicht grundsätzlich empathische Menschen, die können dann in ihren Bereichen ganz gut reagieren, ohne dass sie das jetzt extern irgendwie erlernt hätten oder dass sie da Unterstützung und Hilfe bekommen. Aber die Mehrzahl der Unternehmen ist überfordert, weil es ist einfach der Tod oder eine schwere Verletzung und das, was damit Mhm. einhergeht, überfordert uns Menschen. Das ist eine natürliche Geschichte. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, nee, da gibt es Leute, die sind so, die können das alles managen, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube eher, dass es anders ist. Das kennen wir auch alle aus dem privaten Bereich. Wenn jemand verstirbt zum Beispiel, ja, dann spielt es gar keine Rolle, ob es jetzt als Beispiel ein Elternteil ist, das jetzt schon, ich sag mal, sehr betagt ist oder ob man im bekannten Verwandtenkreis jemand Jüngeres verliert. Wir sind überfordert. Und auch hier würden wir eigentlich Hilfe benötigen. Das ist dann manchmal unter Umständen ein Bestatter, der ein gutes Wort einlegt. Das kann aber auch eine, sag ich mal, christliche Begleitung sein oder überhaupt eine religiöse Begleitung. Ist ja auch, gibt ja noch was anderes als Christen. Und dass man da dann seinen Halt findet. In Unternehmen ist diese Struktur überhaupt nicht vorhanden. Das gibt es da gar nicht. Ja, klar kommt da irgendwann, wenn da jemand verstirbt, ein Bestatter. Ja, und du kannst eventuell auch dir irgendwo Beistand suchen. Aber dass das organisiert funktioniert, dass jemand das präventiv andenkt und sagt, was wäre eigentlich, wenn bei uns mal sowas oder sowas passiert? Wie gehen wir damit um? Und wie gehen meine Führungskräfte eigentlich damit um? Wie wollen wir uns eigentlich als Unternehmen da aufstellen? Was haben wir für Hilfsangebote? Haben wir da überhaupt Regelungen, was die Arbeitszeiten angeht, die Wiedereingliederung, wenn jemand zum Beispiel überhaupt nicht mehr aus der Trauer hinausfindet? Das sind alles Fragen und Punkte, wo ich sage, das ist mega wichtig und es ist auch ein ganz, ganz elementarer Teil von einer Unternehmenskultur und auch einer Safety-Kultur. So empfinde ich das. Also auch aus unserer Beobachtung, ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, deren Mann hat vor einigen Jahren sich suizidiert. Mhm. Und sie war natürlich mit kleinem Kind absolut von der Rolle. Und die oberste Geschäftsleitung hat sie dann zur Seite gezogen und hat sie unterstützt. Und sie sagte, normalerweise gerade die oberste Geschäftsleitung, die ist nicht gerade bekannt als besonders empathisch. Mhm. Aber in diesem Moment war sie es. Und sie sagte, ich hätte schon mehrfach gute Angebote gehabt, hier von meinem Unternehmen wegzugehen. Mhm. Aber mit dieser Erfahrung, Mhm. Ja. never ever. Das kriege ich, wie gesagt, ich will es nicht ein zweites Mal erleben, aber Nee, nee, alleine ist schon zu klar, wissen, aber das passiert hier in gutem Sinne, das ist ein Pfund, das lehnst du so schnell nicht ab. ja, es ist ja im Kontext des sozialen Engagements wiederzufinden, wenn man so etwas fest implementiert als Unternehmen
und auch das dann in seine Kultur überträgt. Ich glaube auch, dass das, was du gerade ansprichst, dass das eine Bindungsart ermöglicht zwischen dem betroffenen Menschen und auch dem Unternehmen, dass es danach unvergleichlich ist. Ja, man spricht von der helfenden Hand. Ich würde von der helfenden Hand sprechen, die dir einfach auch dann fehlt. Und wenn du sie bekommst und wenn du merkst, okay, da ist jemand und der versteht jetzt, wie ich mich gerade fühle, zumindest in den Teilen, in denen er mich verstehen muss. Man kann natürlich nicht in aller epischen Tiefe in einen Menschen reinfühlen, aber eben das, was gerade gebraucht wird, ob es dann eine längere Auszeit ist, ob es Gespräche sind. Also, ne, wem erzähle ich das? Du bist der Profi in dem Bereich. aber es ist genau das, was ich auch erlebe draußen, wenn etwas passiert ist. Ich habe das ist, glaube ich, ein Jahr her. Da habe ich einen Anruf bekommen, ist ein tödlicher Unfall passiert in einem holzverarbeitenden Unternehmen. Und dort hat mich ein Partner angerufen, er hat gesagt, boah, ich habe das gerade gelesen, da ist was passiert, in der Zeitung gelesen. Und ich würde da ganz gerne mal nächste Woche anrufen, ob wir da nicht mal einen Termin machen, weil ich glaube, das ist ein Thema für Lockout-Tagout. Und ich war dann so ein bisschen so reserviert und habe dann gesagt, du, bei aller Liebe, ich arbeite super gerne mit euch zusammen, aber gebt den Leuten doch erstmal Zeit, damit fertig zu werden. Und ich meine jetzt gar nicht rechtlich und Ermittlungen und sonst irgendetwas. Dieses Unternehmen steht ja im Schock. Ja, und die können ja jetzt nicht, die können ja alles gebrauchen, als dass jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ja, guck mal, also damit das nicht wieder passiert, habe ich hier ein paar bunte Schlösser oder weiß der Geier, sondern die müssen ja erstmal wieder zu sich kommen, ja, Absolut. also wieder in die Bewusstseinsphase zurückkommen und dann können die vielleicht darüber nachdenken, wie die Schritt für Schritt weiter handeln. Und ich finde, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man mal was in der Zeitung liest, wo was passiert ist, dass man neigt leider dazu, so eine Art Vorverurteilung, ja, damit dann gesagt, boah, die hatten ja wohl gar keine Kultur oder wie kann denn sowas passieren? Das ist doch, da gibt es doch diese und diese Regel für, warum wurde die nicht eingehalten? Ja, da kann man, über alles Mögliche kann man reden. Aber am Anfang steht erstmal, dass man Verständnis dafür haben muss, dass so ein Impact in einem Unternehmen eine ganz massive Veränderung ist. Und wenn das Unternehmen das als Gemeinschaft überleben soll, das ist der entscheidende Punkt, dann braucht es eben die richtige Unterstützung und auch das richtige Mindset, um mit sowas umzugehen. Ja, dazu haben wir natürlich Sachen auch entwickelt, sodass die Unternehmen da wirklich und die Führungskräfte direkt notfalls die Nacht um 2 Uhr im Handy nachgucken können, was muss ich jetzt tun? Ja, Hast du es? also das ist ja auch das, was mich so bei euch beeindruckt hat. Ich habe dir das schon auf der Messe gesagt, ja, als wir darüber gesprochen haben, wir haben ja da uns auch ausführlich unterhalten. Es ist einfach etwas, wo ich sage, das ist ein Kontext, der mir vielleicht vor 5 Jahren noch nicht so bekannt war. Vielleicht sogar noch nicht mal vor 2 Jahren, weil ich das noch nicht zu Ende gedacht habe. Und wenn wir über Kultur reden, da gibt es so unglaublich viele Dinge, die wir heute immer noch nicht, egal ob wir uns Experten nennen oder Profis oder wie auch immer, noch nicht zu Ende gedacht haben. Und darum finde ich es so erfrischend, so jemanden tollen Menschen wie dich zu kennen, der mir auch mal so eine Seite gezeigt hat. Und dann denke ich mich da rein und ich habe auch schon mit Kunden über dieses Thema jetzt gesprochen, haben wir uns bei dir auch schon mal darüber unterhalten. Und am Anfang gucken die dich an, als ob du vom Mars bist, ja, wenn du über so ein Thema redest. Und dann machst du mal 2, 3 Beispiele und versuchst mal rauszufinden, wie würdest du damit umgehen als Führungskraft. Und dann kommen die ganz schnell an so einen Punkt und sagen, so ganz dummer Gedanke ist das nicht. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das bei uns hier platzieren soll, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich damit umgehen könnte. Und das ist genau, damit fängt alles Gute an. Ja, selbst zu erkennen, okay, oh, da bin ich unter Umständen überfordert. Ja, und ich denke auch, das ist wichtig, dass das richtig gemacht wird. Wie kann ich mir helfen lassen? So, und da fängt eigentlich das Gute an. So ist der Werdegang eigentlich. Ja. Im Brandschutz gibt es ja auch diese Erfahrung, ein Unternehmen, was einen richtigen Brandfall hatte und nicht Mhm. vorbereitet war, davon ist mehr als ein Drittel nach 2 Jahren nicht mehr da. Mhm. Ja, das zeigt dann, was das für ein Ausmaß ist. Ja. Das möglicherweise auch im Zusammenhang von schweren Arbeitsunfällen erlebt? Also ich weiß, dass ganz viele Sicherheitsfachkräfte, die in einem Unternehmen wirklich auch gute Arbeit geleistet haben und es ist trotzdem zu schweren oder tödlichen Unfällen gekommen, dass die maximal 12 bis 24 Monate noch im Unternehmen verblieben sind und dann gewechselt sind. Und ich glaube auch, dass das diese Hintergründe sind, dass die nicht verstehen konnten, wie das Unternehmen mit dieser Sachlage dann umgeht, ob es jetzt ein schwerer Brand war oder eben auch ein tödlicher Unfall oder ein schwerer Unfall. Also Dinge, die wirklich ein Unternehmen schwer erschüttern, so muss man das ja Mhm. sagen. Und die dann vielleicht sogar noch versucht haben, weiter zu kämpfen, ja, und auch die richtigen Dinge zu tun oder eben vielleicht auch sich dazu berufen gefühlt haben,
nochmal einen anderen Ansatz woanders zu finden. Aber die gehen tatsächlich weg. Und mir ist auch bekannt, also natürlich jetzt nicht namentlich, will ich das auch nicht sagen. Ich weiß aber eben auch, dass Menschen, die im Umfeld dieser Dinge, also gerade beim Arbeitsunfall, dass die nicht damit fertig geworden sind. Das Unternehmen hat vielleicht auch so ein bisschen die Weiter-so-Mentalität gehabt und die haben gesagt, für mich kann das kein Weiter so geben. Ich muss woanders einen neuen Start wagen. Und das ist das, was du ja am Anfang gesagt Mhm. hast. Wenn einmal dieser Weg richtig beschritten wird, von deinem Beispiel von der Frau, die gesagt hat, ich hatte schon Angebote, woanders hinzugehen, die Mhm. waren teilweise auch sehr attraktiv, aber dieses Unternehmen verlasse ich nicht mehr, weil hier fühle ich mich, ich sag mal jetzt ein bisschen plakativ, hier fühle ich mich zu Hause. Ja. Und das ist ja das, was jedes Unternehmen sich wünscht, dass ein Mitarbeiter genau so ein Gefühl für sich und sein Unternehmen hat. Und ich hatte es gerade schon mal angesprochen, dass ich dieses Telefonat hier vor unserem Gespräch jetzt hier hatte. Und der Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, eigentlich müsste doch unsere Geschäftsleitung sich wünschen, dass was ist, wenn eine Krisenzeit ist. Ja, also irgendeine Art von Krise, ob es jetzt die Geschäfte nicht gut gehen oder es sind so viele Aufträge und das muss aber alles raus. Die Liefertermine Mhm. müssen Mhm. eingehalten werden. Und jetzt wird mal in die Runde gefragt, wer bleibt denn heute mal 3 Stunden länger oder kann mal einer in einer anderen Abteilung aushelfen? Und wenn dann eine Selbstverständlichkeit im Unternehmen ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, hey, natürlich, ja, kein Thema, ich bleibe heute noch mal 2 Stunden länger und ein anderer sagt, du, ich kann schnell nach Hause sausen, nach Feierabend, ich hole einen Grill, dann können wir auch noch was essen. Also wirklich ein Wir-Gefühl da ist, eine Gemeinschaft da ist. Dann haben wir auch tatsächlich eine Chance, darüber zu reden, dass wir eine Unternehmens- und daraus resultierend eine wunderschöne Safety-Kultur. Das war ja ein wunderschönes Schlusswort. Du, ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, ja, gerade in der Safety-Kultur, dass wir es ermöglichen über die Arbeitssicherheit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abends oder wann auch immer Schichtende ist, wieder Ja, gesund nach Hause kommen. Denn das Leben ist nicht nur zum Arbeiten da. das stimmt auch, absolut. Das stimmt auch, absolut. Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Nicht Sehr gerne, ohne eine Stefan. letzte Frage. Ja, Was würdest du dir möglicherweise von unserem Thema auch noch wünschen? bezogen auf das Thema Trauermanagement, auf das Thema Safety, Ich denke wo vielleicht auch siehst du gerade in die? der Schnittstelle. Mhm. Ja, also ich bin ja immer ein Freund von Netzwerken. Ja, also ich bin in einem Bereich sehr stark und ich kann auch daraus herausleitend über ein anderes Thema eventuell mitsprechen, aber ich bin eben nicht in allen Themen gut. Und das kann ich auch gar nicht sein und das will ich auch überhaupt nicht sein. Und ich würde mir wünschen, dass einige Menschen, die eben mit einem gleichen, sagen wir mal, Wunschgedanken, das gibt jetzt andere Wörter, Mindset und so weiter, ja, also dass wir mit einer Mission, alle mit einer gleichen Mission, nicht Vision, ich sage ja immer, wer eine Vision hat, der muss vielleicht mal zum Arzt, das ist eine Vision, das hat ja mal auch schon mal ein Politiker gesagt, recht bekannter, dass wir uns in den Dingen, wo wir nicht so gut sind, ergänzen, dass wir enger zusammenarbeiten, dass wir vielleicht auch den Mut haben, und es geht oft im Leben um Mut, dass wir den Mut haben, auch mal jemanden zu empfehlen, wenn es auch vielleicht der eigenen Kasse nicht gut tut. Aber wir wissen, dass es für die Richtigkeit der Mhm. Dinge genau der Weg ist, den zum Beispiel ein empfohlenes Unternehmen gehen sollte oder ein Unternehmen, wo wir etwas hinein empfehlen. Wenn wir diesen Mut haben und wenn wir uns gemeinschaftlicher verhalten, dann wird das den Leuten zugutekommen, von denen du vorhin gesprochen hast, die dann irgendwann, wenn sie nach Hause gehen, gesund und munter sind und eben nicht anders. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke dir, Stefan.